Aufheben, absenken. Aufheben, absenken. Aufheben, absenken. Schon sind wir im Jig. Und mit dem Jig werfen wir jetzt dahin. Also, wir wollen im Idealfall jetzt in den Abendstunden hier in der Rinne so hier schön dran vorbei an den ganzen Kanten, da wollen wir eine Quappe fangen. Wäre doch nicht so schlecht, oder? Einfach mit der Jig-Montage und dann hier am Koori eine Quappe. Gucken wir mal. Also auswerfen, zack, locker raus. Wenn wir natürlich so einigermaßen Skillpunkte in den Routen drin haben, dann kriegen wir auch die Richtung ganz gut hin. Ansonsten im Werfen nochmal so einen Schritt nach vorne machen. Das hilft auch, dass man so einigermaßen gerade wirft. Und dann landen wir jetzt da in der Rinne. Und genauso machen wir jetzt hier auf dem Setup mit Tempo 30 eine Drehung. Ich mache mal Licht an. Also einmal kurbeln, bisschen warten, nochmal kurbeln, eine Drehung, bisschen warten und Jigführung. Schon ist sie da. Wenn du jetzt natürlich eine andere Rolle hast, ich gehe mal davon aus, du hast eine andere Rolle, dann kann es natürlich sein, dass du vielleicht mal eher auf Tempo 40 einstellst oder sogar Tempo 50. Aber ich versuche es jetzt gerade, also sagen wir mal Tempo 50, wenn du vielleicht eine 3000er, 5000er, 6000er Rolle hast. Bei einer 6000er Rolle müsste Tempo 40 eigentlich auch schon ganz gut funktionieren. Und wenn du halt auch mit einer sehr großen Rolle hier unterwegs bist, dann kann man eben auch mal ziemlich langsam unterwegs sein beim Jiggen. Aber ich würde es auch ausprobieren, einfach mal mit den kleineren Rollen langsamer, also runter zu drehen, vielleicht sogar auch im Bereich von 30, 20 bis 30 und dann zu jiggen oder es zumindest mal probieren. Also eine Drehung oder 2 Drehungen machen. Wenn das also mit einer Drehung nicht klappt, dann vielleicht einfach mal 2 Drehungen machen. Das waren jetzt 3 Drehungen. Muss ich gleich mal gucken. Meine Feststellfunktion auf der Maus. So, also einmal, zweimal. Und dann gucken, ob man danach auch wieder in die Jig-Führung kommt. Und wenn das dann nicht klappt, weil das vielleicht zu langsam ist, dann das Tempo erhöhen. Bei mir war es jetzt mit Tempo 30 ganz gut. Eine Drehung und dann gucken. Zack, zack, dass man in den Jig, da ist sie wieder, die Jig-Führung, dass man da in den Jig reinkommt. So, ich habe mich mal ein bisschen rübergeschoben. Dann sieht man das jetzt gleich auch ein bisschen besser, wenn die Jig-Führung da ist und der Einschlag kommt. Ja, grundsätzlich wollen wir natürlich jetzt, wenn wir auf Quappe gehen, in der Nacht auf Quappe. Und das heißt, wir haben hier am Koori ein relativ enges Zeitfenster. Also tatsächlich die Stunde von 22 auf 23 Uhr hat man realistische Chancen. Und dann eigentlich so bis 6 Uhr morgens. Ab 3, 4 Uhr wird es hier schon langsam wieder hell am Koori. Und da ist dann tatsächlich bis 6 Uhr an für sich die letzte Chance. Und dann war es das. Und dann müssen wir halt wieder warten. Das macht natürlich das Quappenangeln hier am Koori besonders tricky. Das heißt, bis dahin, also in der Zeit davor, müssen wir schon mal am besten so ein bisschen testen, wohin wir genau werfen, wie wir das Setup aufbauen und so weiter. Und das gucken wir uns gleich mal schön im Detail an. Und am besten auch schon mal ein paar Bahnen durchwerfen, damit wir eben wissen, wenn wir hier in diese Rinne werfen, haben wir irgendwo auf dem Untergrund noch Steine. Im Jig ziehen wir dann einfach locker durch oder vielleicht haben wir Untiefen. Und dann, wenn wir durchziehen und gegen den Stein stoßen, dann ist das halt immer schlecht. Dann kommen wir nämlich aus dem Jig raus. Das heißt, wir wollen eine möglichst gerade Linie durchwerfen können. Und ich glaube, bei mir war es jetzt gerade hier diese dunkle Stelle. Ich gucke mir das da gerade nochmal eben an auf der Map. Nee, ich muss sogar noch ein bisschen daneben. Und dann komme ich, genau, so daneben. So. Und da, genau, und da werfe ich jetzt hin. Gucken wir mal. Also nicht die dunkle Stelle da hinten, wo jetzt die Rutenspitze ist, sondern ein bisschen daneben. Gucken wir mal, ob ich da auch hinkomme. So, einigermaßen, ja. Das passt sogar ziemlich genau. Also locker hingeworfen.
runtersinken lassen. Wir haben jetzt 22 Uhr. Ich bleibe mal bei dem Tempo. Und dann probieren wir das mal, ob hier nicht die Quappe ist. Und das Ganze zählt natürlich für alle Stellen. Überall, an jedem Gewässer. Also Untergründe sind natürlich essentiell. Hat man Steine auf dem Untergrund, hat man Löcher, wo man gerade lang jiggen will und kommt man dann immer wieder aus der Jigführung raus. Also das ist halt immer das A und O. Das muss man testen. So, jetzt müssen wir so langsam reinkommen. Also die ersten Jigs sind häufig so, dass man nochmal die Schnur strafft, dass der Köder noch nicht richtig in Position ist. Und dann so beim zweiten, dritten, da muss aber dann auch die Jigführung sitzen. Und dann eben locker durchziehen. Und einfach nochmal ein bisschen warten. Also eine Drehung machen, bisschen warten. Eine Drehung machen, wieder ein bisschen warten. Und das ist ja eigentlich der ganze Zauber, ne? Das ist die Jigführung. Ganz simpel. Relativ langsam, wie gesagt. Wir wollen ja hier keinen Stress machen. Wobei man das natürlich auch variieren kann, je nach Fisch. Manche stehen halt darauf, dass man vielleicht eher ein bisschen schneller unterwegs ist. Aber das sind so Spielereien, die man dann natürlich beim Spinning Stück für Stück ausprobiert. So, und weiter durch. Einfach locker durchziehen. Am besten macht man sich noch irgendwelche Musik an, mit einem schönen Rhythmus im Hintergrund. Dann hat man immer genau im richtigen Rhythmus irgendwas Monotones. Irgendwas Elektronisches am besten. Wie im Livestream, da haben wir das ja auch häufig. Siehst du, und da ist jetzt hier vielleicht irgendwo nochmal ein Loch gewesen. Das heißt, nach dem Jig, im normalen Rhythmus, hüpf, 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 hüpf. Und auf einmal kommt das Ding nicht auf den Grund. Zack, Jigführung ist sofort raus. Oder man jiggt vielleicht doch in so einer Rinne, kommt langsam an die Steigung. Also man jiggt, dann geht auf einmal der Berg vielleicht wieder hoch. Und dann jiggt man gegen den Berg und schon ist man wieder aus dieser Jigführung raus. Also dann einfach weitermachen, 2-3 Mal weiter und irgendwann ist man dann auf einmal wieder drin. Wahrscheinlich ist da vorne so eine kleine Kante, denn die ersten Jigs, die liefen ja richtig gut. So, und dann sind wir auf einmal wieder drin. 3 Mal weiter gejiggt und auf einmal geht es weiter. Man kann auch einfach 2-3 Mal kurbeln, zack, 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 dass man schnell weiterkommt und dann weiter durchziehen kann. Allerdings will ich, glaube ich, gerade hier vorne, also gerade wenn das hier in diesem Nahbereich dann passiert, dann finde ich das gar nicht so tragisch. Dann ziehe ich jetzt einfach hier die letzten paar Meter durch. Ja, wobei, da ist sogar noch ein bisschen Strecke. Und dann werfe ich einfach nochmal ein bisschen weiter aus. Was ich mir natürlich im Dunkeln dann merke, also da ist ja jetzt noch diese dunkle Stelle, das kann man ja ungefähr erkennen. Aber hier oben drüber, die Bäume, die sieht man auch im Dunkeln noch. Das heißt also eher sowas merken. So, das werfen wir mal maximal aus. Richtig schön weit raus. Das ist übrigens eine Route mit einem Wurfgewicht ab 7 Gramm. Und wenn man Level 20 plus ist, dann hat man zum Beispiel schon sehr gut diese Routen oder kann man sich sehr gut kaufen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung auch aus dem Video Was kaufen ab Level 20. Das ist die Mechta, die hat auch genau das gleiche Wurfgewicht, auch ab 7 Gramm. Und damit ist man top unterwegs, nicht nur hier am Koori, sondern auch später eben auch für die Yama oder fürs Hechtangeln. Da ist die auch immer wieder in den Tutorial-Videos drin, diese Route. Lohnt sich also. So, jetzt haben wir nach 23 Uhr. Ab jetzt würde ich sagen, sollte so langsam mal was reinballern in Richtung Quappe. Ich bin gespannt. Durchaus möglich, dass nicht eine Quappe jetzt hier reingeht. Ich habe seit Tagen nicht probiert, ob die überhaupt laufen. Und auf welche Farben die stehen. Das ist natürlich dann der nächste Schritt, ne? Das heißt, wenn wir jetzt wissen, nach 3-4 Würfen vielleicht und der funktionierenden Jigführung, hier läuft einfach auf den Köder gerade nicht eine Quappe, naja, dann müssen wir natürlich ändern, ne? Das heißt, wir gehen einfach mal so ein komplettes Setup von verschiedenen Gummiködern gehen wir durch. Nehmen wir vielleicht einfach mal die Maggots und dann geht man mal die komplette Serie der Maggots durch. Das sind, ich glaube, 6 verschiedene Farben oder so. Und dann wirft man die einfach mal durch. Und wenn man dann mehrere Tage dafür braucht oder mehrere Nächte, naja, dann muss man das halt durchziehen, ne? Oha, schöner Fisch.
Aber ich vermute eher, dass das ein Saibling ist. Nehme ich aber auch gerne mit. Schöner Einschlag um die Uhrzeit. Nicht so schlecht. Ja, tatsächlich. Schöner Bachsaibling. Auch richtig gut. Fange ich gerne mehr davon. Also schnell wieder raus damit. Zack. Und weiter probieren. Einfach ganz entspannt auf Jig. Genau. Ich bin hier relativ... Wir gucken uns das Setup gleich im Anschluss nochmal an. Jetzt die Zeit schön nutzen und gucken, dass man hier weiter durchjiggt. Übrigens kann man das Jiggen natürlich auch mit Blinkern machen. Also Blinker zu jiggen ist auch ganz klassisch. Also einfach einen Blinker nehmen, zum Beispiel den Zander Kunstköder. Auch das natürlich ein sehr, sehr, sehr guter Köder, den man für mehrere Aufgaben, sogar von den Weihnachtsaufgaben hier, konnte man den Zander Kunstköder mit mehreren Aufgaben richtig gut verwenden. Und deswegen Randa gerne auch mal Zander Kunstköder nehmen. Hier habe ich jetzt gerade die Schaumgummis drauf. Gucken wir mal, ob jetzt das mit dem Grün weiterläuft. Ich bin übrigens also für Saibling. Ich nehme auch den Saibling jetzt mit hier als Trophy. Wenn jetzt hier noch mehr Saiblinge reinballern, ist das für mich ideal. So, und jetzt einfach weiter durchziehen. Eine Drehung. Eine Drehung. Eine Drehung. Zweite Drehung. Eine Drehung. Zweite Drehung. Eine Drehung. Und schon hat man den Rhythmus im Kopf. Man muss es tatsächlich ein bisschen üben. Immer wieder, dass man den gleichen Rhythmus drin hat. Schön. Ohne dass man da irgendwie rauskommt. Wenn man dann wieder raus ist, dann ist da wahrscheinlich irgendwas am Untergrund. Dann muss man vielleicht einfach mal 1, 2, 3 durchziehen. So, absinken lassen wieder. Eine Drehung. Also guckt euch gerade, und da ist der Koori für echt prädestiniert, guckt euch die Bewegungen an. Was machen die Köder im Wasser, wenn man kurbelt? Es gibt ein extra Tutorial dazu, das ist schon Jahre alt. Das Spinning Total Tutorial mit allen Montagearten. Es gibt auch zu jeder Montageart nochmal extra Videos. Wie führt man die verschiedenen Montagen? Wie führt man einen Blinker? Welche Möglichkeiten gibt es? Also reingucken, alle Infos sind vorhanden. Man muss sie bloß nutzen. Und je besser man informiert ist, desto besser weiß man und fängt man die Fische und weiß auch wie. Zack, genau das ist der Jig. Dann sehen wir unten noch den grünen Köder und da kommt er hier angehoppelt. Das ist jetzt schon zu nah, da hat man schon gesehen, zum Ende hin sinkt er dann so langsam ab und fällt halt nicht direkt wieder runter, wie er soll. So, reinziehen. Andere Farbe testen. So sieht das Setup gerade aus hier. Ich bin hier gerade mit 13 Kilo Fluorocarbon komplett unterwegs. Reine Bequemlichkeit muss man nicht machen. Wenn ein Setup mit einer normal großen Rolle ausgerüstet ist, sagen wir mal einfach mal eine 6000er Rolle ist immer ganz gut für Spinning. Oder man ist hier vielleicht mit der HSV unterwegs, was auch eine sehr gute Rolle ist für ganz viele Sachen. Dann kann man hier zum Beispiel einfach eine schöne geflochtene Schnur nehmen. Sagen wir mal 13 Kilo geflochtene Schnur. Da macht man hier 9 bis 13 Kilo geflochten Fluorocarbon als Vorfach drauf und gut ist. Also Fluorocarbon-Vorfach, beste. Oder man hat sich vielleicht sogar vom Weihnachtsmarkt hier einfach die 15er, hier ist es 15,8 Kilo, auch hervorragend fürs Angeln am Koori. Dann schnappt man sich hier ein passendes Vorfach aus Fluorocarbon, zum Beispiel hier 12,7. Siehst du, da hat man hier schon mal eine sehr schöne Kombination. 1,0er Haken für die Quappe, passt auch immer ganz gut. Und jetzt nehmen wir hier vielleicht einfach mal einen gelben Schaumgummi. Dann hat man hier die Nummer 1. Jetzt richten wir uns nochmal nach den Bäumen aus. Haben wir ja gerade gesehen. Da, dieser Zipfel ist es. Und dann wieder raus damit. Zack. Und dann geht die nächste Farbe durch. Dann wird die nächste getestet. Jetzt haben wir schon 2 Uhr. Das heißt, wir müssen uns schon fast ein bisschen beeilen. Ihr seht, wie wenig Zeit man eigentlich dann in der Nacht hat für diese Aufgabe. Aber das ist halt auch ein bisschen Challenge, ne? Letzten Endes ausprobieren. Eine Bahn nach der anderen. Nochmal durchjiggen. Schön warten.
Nochmal durchjiggen und so weiter. Und das Ganze kann man natürlich auch vom Boot aus machen. Also genauso einfach aufs Boot stellen. Zum Beispiel dann ans 13-Meter-Loch, ganz am anderen Ende der Map. Da dann durchjiggen oder an der ganz tiefen Stelle. Zeige ich auch gleich nochmal, wo man sich da am besten hinstellt. Und dann jiggen wir einfach nochmal schön auch vom Boot aus durch. Geht auch sehr gut. So, jetzt ziehe ich hier nochmal eine Bahn durch auf Gelb. Rot würde ich eigentlich auch noch ganz gerne testen, aber ich glaube, das mache ich gleich später nochmal. Denn wenn hier schon mal ein Saibling war, da bin ich ja schon hellhörig, ey. Oder ich werfe hier gleich auch nochmal Grundrouten rein mit Köderfisch. Schön auf Saibling hier an der Stelle. Gleich nochmal schön weit auswerfen. Ich denke mal so Richtung 40 Meter. Gleich mal mit Köderfisch nochmal testen. Ich glaube, ich habe noch halb vergammelte Kaulbarsche. Bevor die ganz vergammelt sind, teste ich die nochmal, die Kaulis. Auf Bachsaibling, das wäre es doch hier. Na, bisher noch keine Reaktion auf Gelb. Im Idealfall, also ich bin ehrlich, ich würde vielleicht maximal zweimal durchwerfen. Wenn da nichts passiert, also wenn man schön, also perfekt gejiggt hat und es kommt einfach keine Reaktion, hier ist wieder die Kante, und es kommt einfach keine Reaktion, dann würde ich auch tatsächlich die Farbe wechseln. Ne? Also wenn der Jig richtig gut klappt, man zieht die ganze Zeit durch, und es beißt einfach nichts drauf, dann andere Farbe. Dann ist es einfach nicht die passende Farbe. Da muss man auch nicht verkrampft irgendwie immer die gleiche Farbe verwenden, immer den gleichen Köder. Der Alden hat gesagt, das soll mit dem Grün funktionieren. Hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich stand da 10 Stunden und ich habe überhaupt gar nichts gefangen auf den... Ja, da muss man halt den Köder wechseln. Denn, wie auch schon in den ersten Videos zu dem Event gesagt, gerade wenn man später dran ist mit dem Event, irgendwann weiß man nicht mehr durch die ganzen Massen an anderen Anglern, was gerade läuft, und man muss sich halt alles selbst erarbeiten. Und das ist natürlich schwierig. So, weiter testen. Ging nicht, dann nehmen wir jetzt Rot, in der großen Hoffnung, dass noch ein Saibling reingeht. Zack, nochmal in die Richtung geworfen. Werfen wir jetzt gerade nicht ganz so weit aus. 3 Uhr morgens. Ich würde sagen, das ist jetzt so ungefähr noch die letzte Stunde. Ja, ansonsten von den Bahnen hier hinstellen. Hier in diesem Bereich, bisschen weiter außerhalb und dann diese Linie durchziehen. Ungefähr hier lang werfen. Beziehungsweise hier hinstellen und dann natürlich hier reinwerfen. Also immer so ein bisschen außerhalb, denn man jiggt ja über einen relativ schrägen Winkel, jiggt dann hier so lang. Und dann irgendwann hört dieser schräge Winkel halt auf, weil man ja dann irgendwann nach oben ziehen muss zum Boot. Also wenn man sich hier hinstellt, hier außerhalb hinstellt, ist das schon mal ganz gut. Kann man natürlich von der anderen Seite genauso machen. Zack, hier reinwerfen, hier die Rinne natürlich durch und dann hier außerhalb durch das 13er durchziehen. Kann man auch machen. Hier ist natürlich ein bisschen gefährlich. Hier ist eher mal so ein bisschen die Hecht-Area auf der Map. Von daher kann es hier ein bisschen gefährlich sein, aber auch mit 13 Kilo an Vorfach. Ich habe jetzt hier 12,7. Naja, also so ein 5-6 Kilo Hecht ist auch hier relativ selten noch. Dass der es dann schafft, hier das Vorfach durchzubeißen. Eher selten. So, ich ziehe jetzt hier weiter durch. Wir haben es jetzt gleich 4 Uhr morgens. So viel nochmal zum Quappenangeln. Ich habe jetzt hier keine gefangen. Bisher noch keine reingegangen. Vielleicht ballert ja gleich noch was rein. Ich probiere auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter. Allerdings haben wir jetzt, wie gesagt, gleich 4 Uhr. Und die Chance ist natürlich am besten bis 4 Uhr. Das ist offiziell die Nacht. Ab 6 Uhr ist dann wieder vorbei, so langsam. Und dann kannst du es eigentlich auch schon knicken. Dann muss man es gar nicht weiter probieren. Dann kann man irgendwas anderes machen, was wieder Silber bringt, was einen irgendwie weiterbringt. Dann lohnt sich das auch nicht mehr mit der Quappe. So viel zur Quappe nochmal. Einfach nochmal ran hier. Nicht aufgeben. So schwer ist das nicht. Man braucht einfach ein bisschen Geduld und einfach natürlich auch ein bisschen Glück, dass man den richtigen Köder rausgefunden hat, was die Quappe gerade will. Wie gerade schon gesagt, holt euch eine gesamte Serie von Gummiködern. Da können wir vielleicht auch nochmal eben reingucken, welche Gummiköder in der Regel ganz gut funktionieren. Und ich glaube, da muss man auch gar nicht so ganz viele nehmen. Klar, Schaumgummiserie ist natürlich auch richtig nice, wenn man die machen kann, herstellen kann. Lohnt sich sowieso, das irgendwann mal anzugehen. Dafür muss man nicht mal Skillpunkte verwenden. Man muss ein paar
paar Köder herstellen am Anfang dafür. Kostet aber auch ein bisschen Geld, aber man kann das eben auch später fürs Nordmeer hervorragend verwenden. Also die irgendwann mal machen. Dann lohnen sich Minnows, kann man kaufen, ja. Aber ich würde sagen, am ehesten noch hier diese gesamte Maggot-Serie. Das geht richtig gut. Und die Provoker kam auch ein bisschen Feedback. Ja, auch tatsächlich nicht schlecht. Kann man auch für Zander später noch verwenden. Und dann hier die Quicker. Und das war's. Und wenn man hier die 3 Serien durch hat, ich glaube, dann sollte auch die Quappe irgendwann da sein. Also irgendein der Köder frisst das Ding doch. Petri Lümmels, toi toi toi, nutzt die letzten Tage vom Event. Wie viel Zeit haben wir noch? 11 Tage habe ich noch. Ich habe am ersten Tag angefangen. Wenn du vielleicht später angefangen hast, hast du noch ein paar Tage mehr Zeit, vielleicht noch 2 Wochen Zeit dafür. Ran hier und mal eben die Quappe rausziehen. Toi toi toi, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.